Hallo zusammen, ich bin Chiara und heute zeige ich euch mein Bullet Journal Setup für den Monat September und wie ihr schon seht, ist das Thema diesen Monats die Rose. Alle Materialien, die ich verwende, seht ihr hier einmal eingeblendet und natürlich sind sie auch unten in der Infobox verlinkt. Auch für dieses Setup verwende ich wieder echte Blütenblätter und diese Rosen habe ich für mindestens eine Woche in einem schweren Buch gepresst, sodass ich sie jetzt verwenden kann. Und damit können wir auch schon mit unserer Coverpage beginnen. Auch diesen Monat habe ich mich da wieder für ein Dutch Door Design entschieden. Das heißt, ich habe mir 8 Kästchen am Rand der ersten und auch der zweiten Seite markiert. Und diese werde ich auf der ersten Seite später ausschneiden, sodass man den Monatsnamen und das Kalendarium von der darunterliegenden Seite lesen kann. Wie schon erwähnt, ist das Thema in diesem Monat die Rose und diesen wunderschönen Rosenstrauß hatte ich letztens in der Wohnung zu stehen. Und der ist die Inspiration für meine Coverpage und hier habe ich auch meine Rosenblütenblätter her. Zuerst habe ich mir natürlich eine Vorzeichnung mit dem Bleistift gemacht und habe sie etwas über den Rand der Dutch Door hinausragen lassen und jetzt zeichne ich diese mit dem Pigma Micron Fineliner nach. Schreibt mir doch gerne einmal in die Kommentare, ob ich euch beim nächsten Mal bei diesen Vorzeichnungen mitnehmen soll. Für mich war dieses Motiv der Rose schon etwas knifflig, muss ich zugeben, weil ich selber erst vor wenigen Monaten, also eigentlich erst für mein Video zu meinem Bullet Journal Setup, mit dem Zeichnen solcher floralen Motive angefangen habe und deshalb selber noch blutiger Anfänger bin. Trotzdem habe ich mich an dieses etwas komplexere Motiv herangetraut und das zeigt, dass das wirklich jeder hinkriegen kann. Der Bleistift ist dabei natürlich der beste Freund und ich finde, bei solchen organischen Motiven muss gar nicht alles so perfekt aussehen und im Gesamtbild fällt es auch überhaupt nicht auf, wenn mal Linien nicht so geworden sind, wie man sie eigentlich geplant hatte. Wie ihr das jetzt schon beobachten konntet, habe ich zuerst meine geöffnete Rose gezeichnet. Hierbei habe ich die einzelnen Blütenblätter einfach immer im Kreis umeinander herum größer werden lassen und in meinem Fall sind die etwas spitz zugelaufen und haben sich nach innen so ein bisschen eingerollt, wie man das auch links im Bild bei den getrockneten Blüten sehen kann. Das habe ich auch versucht anzudeuten. Dann habe ich noch eine geschlossene Knospe gezeichnet und eine seitliche Blüte, bei der ich versucht habe, die einzelnen Blätter so ein bisschen ineinander zu schachteln. Als nächstes kam noch die Vase dazu und dann ging es auch schon mit den Schattierungen los. Für einen relativ hohen Kontrast habe ich die einzelnen Blätter der Rose relativ dunkel schraffiert und jetzt setze ich noch dort Schatten, wo sich die einzelnen Blütenblätter gegenseitig überlappen. Als letzten Schritt in der Zeichnung male ich dann noch etwas Wasser in meine Vase, schraffiere die Streifen und zeichne noch einen kleinen Schatten mit ein. Und dann kommen auch endlich die gepressten Blütenblätter ins Spiel und die arrangiere ich zunächst einmal so, wie ich sie gern auf meinem Tisch als heruntergefallene Blütenblätter liegen haben möchte. Dann schneide ich hier von einem Blütenblatt noch einen schmalen Streifen ab, sodass es so aussieht, als würde dieses Blütenblatt hinter der Vase liegen. Und wenn mir dann alles gefällt, brauche ich die Blätter nur noch mit meinem Kleberoller festkleben, wobei ich den Kleber natürlich auf dem Papier anbringe und die Blüten ganz vorsichtig andrücke. Und dann muss für unsere Coverpage nur noch die Dutch Door ausgeschnitten werden. Ich benutze hier eine Schere und schneide zunächst ganz grob und dann etwas feiner um mein Motiv herum. An dieser Stelle würde sich aber auch eine Schneideunterlage zusammen mit einem scharfen Cuttermesser oder einem Skalpell sehr gut eignen. Und das ist dann auch schon unsere fertige Titelseite. Auf der nächsten Doppelseite ist dann Platz für meinen Kalender und meine Aufgaben für den Monat. Das schreibe ich zunächst einmal mit meinem Pentel Brush Pen als Überschrift auf die Seiten. Und für meine Termine schreibe ich dann auf der linken Seite in einer Liste die Tage des Monats und die Wochentage untereinander auf und hebe dann die Wochenenden mit meinem Tombow-Marker hervor. Und hier kann ich dann alle meine Termine aus dem Future Log für den Monat September eintragen. Die zweite Seite ist dann für meine Monatsaufgaben gedacht und darunter ist dann natürlich auch wieder Platz für eine Illustration. Ich habe mich hier nochmal für eine geöffnete Rose entschieden und die seht ihr hier einmal im Ultraschnelldurchlauf. Und ich kann es dabei nur empfehlen, das Buch immer mitzudrehen, denn meistens fällt es einem deutlich leichter, die Striche für die Schattierungen entweder zum Körper oder vom Körper wegzuzeichnen und damit kann man dann meistens auch das beste Ergebnis erzielen. Auf unserem Dutch Door Rand ergänze ich dann noch ein kleines Kalendarium und den Schriftzug September. Meistens ist es ein bisschen schwierig, so nah am Rand eines Journals zu schreiben und deshalb empfiehlt es sich, hier zur Hilfe noch ein zweites Notizbuch unter den Handrücken zu legen.
Zuletzt dürfen dann natürlich auch auf dieser Seite meine echten Blütenblätter nicht fehlen. Die klebe ich hier noch ein und damit ist auch diese Doppelseite schon fertig. Auf der nächsten Seite gestalte ich meinen Habit Tracker und hier habe ich mich dafür entschieden, eine einzelne Stielrose in die Mitte zu zeichnen und meine Tracker auf beiden Seiten darum herum zu platzieren. Auch dieses Mal habe ich mich wieder für 6 Gewohnheiten entschieden und jede von ihnen bekommt ein einzelnes Kalendarium. Darüber ergänze ich dann noch die Wochentage und hebe farblich den Bereich hervor, in dem ich den Titel ergänzen möchte. Bei dieser Zeichnung der seitlichen Rose habe ich mich auch wieder an Fotos orientiert, die ich vorher von meiner echten Rose gemacht hatte. Ich versuche zuerst die inneren Blätter zu zeichnen und dann die äußeren Blütenblätter immer darum herum zu schachteln. Da habe ich einfach ein paar Mal einzelne Blätter wegradiert und sie neu gezeichnet, bis ich ein zufriedenstellendes, halbwegs natürliches Ergebnis erzielt hatte. Die Blätter, die ich dann am Stiel meiner Rose ergänze, verschwinden so teilweise hinter meinem Habit Tracker und zum Schluss ergänze ich dann nur noch die Schattierungen und bin damit auch schon fertig. Auf echte Blütenblätter habe ich auf dieser Seite verzichtet, weil die jetzt auf der nächsten Seite zum Einsatz kommen. Diese Seite war nämlich noch frei und ich hatte noch relativ viele Blütenblätter, die ich gerne verwenden wollte. Deshalb habe ich hier jetzt eine komplett gestalterische Zitatseite eingebaut. Ich platziere zunächst meine gepressten Blütenblätter so, dass sie wie eine vollständige Blüte aussehen. In meinem Fall waren das 4 Blätter in der unteren Reihe und dann noch einmal 4 darüber leicht versetzt. Beim Festkleben der zweiten Reihe sollte man dann ein bisschen vorsichtig sein, weil man den Kleber ja jetzt nicht mehr nur auf dem Papier, sondern auch auf den feinen und leicht einreißenden Blütenblättern aufträgt. Das Zitat, was ich rausgesucht habe, ist natürlich auch zum Thema Rose und in diesem Fall ist es französisch, aber weil die Übersetzung nicht so schön klingt, habe ich das einfach mal so gelassen, da reicht mein Schulfranzösisch noch gerade so aus. Sinngemäß bedeutet es, wenn die Rose eine schöne Blume ist, so ist sie es auch deshalb, weil sie sich öffnet. Und ich finde, das ist eine schöne Erinnerung daran, sich Personen in seinem nahen Umfeld auch ruhig anzuvertrauen. Das Wochenlayout, was wir jetzt noch gestalten, kennen einige von euch sicherlich schon aus meinem August-Setup, aber für mich ist das gerade die praktischste Variante und genau darum geht es ja beim Bullet Journaling. Wenn ihr aber andere Ideen für minimalistische Wochenlayouts sehen möchtet, dann findet ihr auch dazu bereits ein Video auf meinem Kanal, was natürlich in der Infocard und unten in der Infobox verlinkt ist. Und für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, ich teile meine Seite ganz simpel in 8 gleich große Kästen ein. Den ersten benutze ich für meine Wochenaufgaben und die 7 anderen für die einzelnen Tage, sodass ich die täglichen Termine und die tägliche To-Do-Liste eintragen kann. Zuletzt hebe ich noch die Überschriften mit meinem Tombow-Marker hervor und zeichne einen Schlagschatten an die rechte und untere Kante. Hier seht ihr jetzt noch einmal das heutige Gesamtergebnis und ich finde wirklich, dass sich die Blütenblätter sehr schön mit den Schwarz-Weiß-Zeichnungen ergänzen. Wenn euch das Video gefallen oder inspiriert hat, dann bewertet es gerne oder abonniert direkt diesen Kanal. Und wenn ihr noch weitere Ideen sucht, dann habe ich euch hier 2 andere Videos verlinkt und hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.